Zivile Drohnen und Flugtaxis sind eine faszinierende Entwicklung. Sowohl große etablierte Luftfahrtunternehmen wie Airbus und Boeing arbeiten daran, aber auch Startups wie zum Beispiel Volocopter. Glaubt man ihnen, dann werden wir in nur wenigen Jahren Flugtaxis bereits über unseren Städten sehen und einen Beitrag zur urbanen Mobilität leisten. Die wichtigste Voraussetzung für einen Betrieb von Flugtaxis ist deren Sicherheit. Darüber hinaus ist es auch entscheidend, einen einheitlichen, harmonisierten rechtlichen Rahmen zu haben. Die Europäische Union hat hierzu vor etwa einem Jahr erste Vorschriften entwickelt, die die Grundlage für weitergehende Regelungen zum Betrieb und zur Sicherheit von Flugtaxis bilden. Mit den jüngst erarbeiteten Vorschriften sind erste Grundlagen für Betrieb und Sicherheit von Flugtaxis geschaffen worden. Allerdings sind damit noch nicht alle wesentlichen Bereiche geregelt. Zudem orientieren sich diese Vorschriften derzeit noch sehr stark an der bemannten Luftfahrt. Das ist auch so lange nachvollziehbar, wie Flugtaxis noch in den Kinderschuhen stecken und hinreichende Erfahrungswerte fehlen. Die nächsten Schritte, die der Gesetzgeber ergreifen muss, sind zum einen auf europäischer Ebene, zum anderen auf nationaler Ebene. Auf europäischer Ebene muss eine Fortentwicklung des existierenden Rahmens erfolgen, um maßgeschneiderte Lösungen für den Betrieb von Flugtaxis zu schaffen, etwa für den Einsatz von Piloten an Boden oder gar das autonome Fliegen. Darüber hinaus bedarf es neuer Regelungen für die Infrastruktur, für den Datenschutz oder auch Cybersecurity. Hier ist eine sehr enge Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten und der EU erforderlich, weil einige dieser Fragen weiterhin in die nationale Kompetenz fallen. Diese Mühen lohnen sich allerdings, weil ansonsten Europa in der technologischen Entwicklung und im Wettbewerb um Flugtaxis zurückfallen könnte.